Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Italien, mache heute einen Ruhetag in Assisi und schaue mir die Stadt an. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Das ist der Eingang in die Stadt durch eines der zahlreichen Stadttore. Und ich bin ein bisschen spät dran, schon 10:30 Uhr durch und Pilgergruppen, Touristengruppen und Schülergruppen haben die Stadt schon in Besitz genommen. Über der Stadt thront die Festung La Rocca Maggiore, aber ich glaube nicht, dass ich da heute hochgehe. Bekannt ist die Stadt hauptsächlich durch den heiligen Franz von Assisi, der hier gelebt und gewirkt hat und den Franziskanerorden gegründet hat. Dort unten in diese Richtung liegt das Kloster und die Kirche Santa Maria di Rivotorte und die sind über die Hütte gebaut, in der der heilige Franziskus mit seinen 2 Mitstreitern gewohnt hat. Da fahre ich aber wahrscheinlich morgen noch mal dran vorbei, wenn ich die Stadt verlasse und schaue es mir dann genauer an. Sehenswürdigkeiten in der Stadt sind hauptsächlich Kirchen. Dort oben befindet sich die Kathedrale di San Rufino. Zuerst befand sich hier wohl eine Akropolis der Umbrer und 399 v. Chr. haben dann die Römer die Stadt kolonialisiert und hier terrassenförmig an der Westseite des Berges angelegt. Und von den Römern stammen auch die ersten Stadtmauern. Das ist die Piazza di Santa Chiara mit der Basilica di Santa Chiara. Ich bin jetzt ein Stückchen weitergegangen. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 27. April 2023. Es ist sonnig, der Himmel ist blitzeblau und es ist noch ein bisschen kühl. Ich vermittle jetzt hier einfach nur einen Eindruck von der Stadt und mache keine detaillierte Führung. Da gibt es schon genug andere Videos. Ich laufe jetzt ein bisschen rum, schaue mir an, was ich sehe. Es ist ein bisschen schwierig zu filmen. Es ist sehr voll, hier fahren Autos, Mofas knattern vorbei. Aber ich glaube, ich kriege ein paar schöne Bilder zusammen. Ich befinde mich gerade auf der Piazza del Comune und wollte jetzt den vorstellen. Jetzt hat sich mir dieser Lastwagen ins Bild gestellt. Die bauen hier gerade irgendeine Tribüne auf. Wahrscheinlich findet am Wochenende eine Veranstaltung statt. Der rangiert hier jetzt noch eine Weile. Ich glaube, ich gehe einen Kaffee trinken. Ausnahmsweise sind mal keine Straßenmusikanten da, aber dafür wird geschraubt und gehämmert. Was ich eigentlich zeigen wollte, war die Chiesa Santa Maria sopra Minerva. Das Interessante ist, dass sie in einen alten römischen Tempel gebaut ist. Goethe war auf seiner Italienreise auch hier, hat sich aber wahrscheinlich nur diese Kirche angeschaut und nicht das Grab des heiligen Franziskus, weil er sich mehr für die Antike als für Reliquien interessiert hat. So, bevor der Lastwagen jetzt wieder davor fährt, filme ich noch schnell die Fassade von dem Tempel und der Kirche. Ja, da habe ich noch richtig Glück gehabt, dass ich die Fassade noch filmen konnte. Jetzt steht er direkt davor und wird auch den Rest des Tages da bleiben. Am Westende der Stadt liegt die Basilika des heiligen Franziskus. Und die besteht aus einer Ober- und Unterkirche. Man weiß nicht genau, ob das von Anfang an so geplant ist. Die Unterkirche ist mehr im romanischen Stil und die obere Kirche mehr im gotischen Stil errichtet. Man kann also davon ausgehen, dass sie in verschiedenen Epochen gebaut sind, beziehungsweise die Bauphase über verschiedene Epochen ging. Ja, und das Problem war, dass es jetzt, wie gesagt, am Westende der Stadt steht. Und ja, Kirchen sind ja meist nach Osten ausgerichtet und die Fassade wollten sie aber in diese Richtung haben und deswegen musste die Kirche eingewestet werden. Hier sieht man jetzt den Eingang zur unteren und oberen Kirche. Hier am Westende der Stadt war früher der Hinrichtungsplatz von Assisi und da hat der heilige Franziskus wohl einen Bezug zu Golgatha gesehen und wollte sich hier gerne begraben lassen. Nach seinem Tod 1226 hat man ihn aber erst in der Kirche San Giorgio beigesetzt und als dann die Unterkirche soweit fertig war, konnte man ihn dann hierhin überführen. Das hat man aber erst geheim gehalten, weil man Grabräuberei und Reliquienhandel befürchtet hat. Die Reliquien waren sehr viel wert. Man hat damit gerechnet, dass sehr viele Pilger hier hinkommen und dass das Wohlstand für die Stadt bringt. Ich bin jetzt durch die untere Kirche durchgegangen
und habe mir auch das Grab des heiligen Franziskus angeschaut. Das wurde erst 1818 bei Ausgrabungen direkt unterm Altar gefunden. Ja, leider konnte man da nicht filmen, aber das hätte man sowieso nicht so gut drauf bekommen. Das wäre dem Ganzen nicht gerecht geworden. Am besten ihr schaut es euch selber mal an. Man kommt dann hier aus der unteren Kirche raus und da geht es dann in die obere Kirche. In der Oberkirche durfte man leider auch nicht filmen. Der ist aber für Kunstinteressierte sehr interessant, weil sich dort Fresken von Giotto befinden. Beziehungsweise es gibt einen Streit darüber, ob sie wirklich von ihm sind oder nur aus seiner Werkstatt. Jedenfalls war er einer der ersten, der bildlich gemalt hat und nicht nur eindimensional. Und deswegen ist das kunsthistorisch sehr interessant. 1997 hat es hier ein schweres Erdbeben gegeben und da sind ein Großteil der Fresken zerstört worden. Die sind aber inzwischen zu 75% wieder restauriert. Das war wirklich sehr beeindruckend. Die untere Kirche hat mir persönlich am besten gefallen, die im romanischen Stil und dadurch auch sehr viel schlichter gehalten ist. Die obere Kirche ist ein bisschen zu prächtig geraten, was ja nicht so gut zu einem Bettelorden passt, und das ist dann den Leuten damals auch schon aufgefallen. Es gab dann den sogenannten Armutsstreit. Ich bin wieder auf der Piazza del Comune. Der Lastwagen steht wie erwartet immer noch vor der Kirche, ist aber inzwischen abgeladen. Ich gehe jetzt mal hoch zur Kathedrale, deren Kuppel man da oben schon sieht. Ich gehe jetzt erstmal durch diese schönen Gassen zurück zu meiner Wohnung. Die liegt ganz nah am Zentrum. Da ruhe ich mich aus. Dann mache ich vielleicht nachher noch einen Spaziergang zu einer Eremitage. Ich habe mich ein bisschen ausgeruht und bin zur Porta del Cappuccini hochgewandert. Und jetzt geht es hier zu dieser Einsiedelei. Die soll da oben irgendwo in den Bergen sein und 4 Kilometer von Assisi entfernt. Das ist die Eremo della Caccieri, wo ich jetzt hin will. Und das ist einer der Orte, wo sich Franz von Assisi zum Meditieren zurückgezogen hat. Es ist inzwischen 4:45 und in der Sonne ist es noch recht warm. Es ist auf jeden Fall keine Wanderung, die man im Sommer machen sollte. Es geht jetzt zur Straße hoch und das wird ein bisschen abenteuerlich. Ich bin inzwischen noch 600 Meter hochgeklettert und die Eremitage soll auf 793 liegen. Es liegt also noch was vor mir. Von da drüben irgendwo bin ich gestern gekommen. Die Straße geht jetzt in Kehren den Berg hoch und der Fußweg schneidet das sehr steil ab. Ich glaube, runter nehme ich aber die Straße. Ich will mir jetzt kein Knöchel brechen. Inzwischen bin ich auf 764 Meter hochgeklettert. Das kann jetzt also nicht mehr so weit sein. Ich bin zum Glück nicht auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad hier hochzufahren. Ich bin oben angekommen. Jetzt muss ich schnell noch durchs Tor huschen, bevor die zumachen. Das Wort kennen die Italiener nicht. In der Kapelle findet gerade eine Messe statt, deswegen kann ich da nicht rein. Die Kapelle ist im 14. Jahrhundert erweitert worden zu einem Kloster und die wird auch heute noch als solches genutzt, glaube ich. Das war jetzt gerade die Grotte, in die sich der heilige Franziskus zum Meditieren zurückgezogen hat. Das ist ein sehr schöner und besinnlicher Ort. Ich bin sehr froh, dass ich hier noch hochgekommen bin. Der ganze Tag war wunderschön und der Ruhetag hat mir auch sehr gut getan.
Morgen geht es dann weiter Richtung Perugia und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!